Jonava ist in deutscher Hand. Ein Bild der Vernichtung. Was durch die Kämpfe verschont blieb, wurde von den Sowjethorden bei ihrem Rückzug zerstört. Nur die Synagoge blieb auf Anordnung der jüdischen GPU-Kommissare völlig unversehrt. Das Judenviertel von Jonava, das gleichfalls nach dieser Anordnung verschont wurde, wird gesäubert. Auch hier terrorisierte das jüdische Gesindel im Bunde mit den GPU-Agenten die litauische Bevölkerung in der furchtbarsten Weise. Jüdische Ghettotypen, Abschaum der Menschheit. Vormarsch in glühender Sonnenhitze auf Libau. Ein Munitionsdepot wird unter Feuer genommen. Vor Libau. Die Bolschewisten leisten überall noch zähen Widerstand. Straße um Straße muss kämpfend genommen werden. Ein Lautsprecher der PK wird in Stellung gebracht. Die Sowjetsoldaten werden noch einmal aufgefordert, sich zu ergeben. Всякое сопротивление бессмысленно! Сдавайтесь! Всякое сопротивление бессмысленно! Сдавайтесь! Die Bolschewisten haben sämtliche Löschgeräte in Libau vernichtet, dann alles in Brand gesteckt. Kriegsberichter bei der Arbeit. Sie geben der Heimat ein Bild von dem Inferno, das von den Bolschewisten über diese Stadt heraufbeschworen wurde. Libau steht in Flammen. Die Sowjets überließen die Stadt ihrem Schicksal und ergriffen die Flucht. Der deutsche Vormarsch geht unaufhaltsam weiter. Die gewaltige Angriffsfront der bolschewistischen Streitkräfte ist durchstoßen und zersplittert. Der deutsche Soldat hat sich schon jetzt im Kampf gegen den bolschewistischen Weltfeind unvergängliche Verdienste um die Rettung Europas erworben. Kriegswoche 4. bis 9. Juli 1941. Geschichtsschreibung durch Film. Liefert das Objektiv Objektivität? Das Dritte Reich hatte dies nie beabsichtigt. Reichspropagandaminister Goebbels definiert in seinem Tagebuch: Die Nachrichtenpolitik im Krieg ist ein Kriegsmittel. Man benutzt es, um Krieg zu führen, nicht um Informationen auszugeben. Die Deutsche Wochenschau, ein Kriegsmittel, das der Kinogänger in Deutschland als einziges filmisches Informationsmittel hinnehmen musste. Diese Wochenschau war alles andere als das Arbeitsergebnis unabhängiger, freier Journalisten. Was und wie gefilmt wurde, bestimmten Reichspropagandaministerium und die dem Oberkommando der Wehrmacht unterstehende Abteilung Wehrmachtpropaganda. Von hier erhielten die Kameraleute an der Front, uniformiert
und mit ihren schreibenden Kollegen in sogenannten Propagandakompanien zusammengefasst ihre Anweisungen und Aufträge. Das Resultat waren meist stereotype Darstellungen, wie sie sich seit Beginn des Polenfeldzugs immer wieder fanden. Die Rechtfertigung des deutschen Angriffs, die moralische Abqualifizierung des Gegners, die eigene Siegeszuversicht, die technische und rassische Überlegenheit des deutschen Soldaten, sein Kampfeswille, sein Durchhaltevermögen, ja, sein Humor. Aber es fanden sich auch, wohl dosiert, Bilder vom Schrecken des Krieges. Auf den Filmschnitt und damit auf die eigentliche Gestaltung der fertigen Wochenschau hatten die Kameraleute an der Front keinen Einfluss. Ihre Aufnahmen durchliefen in Berlin einen hermetisch abgeriegelten Kreislauf zwischen Kopieranstalt, militärischer und politischer Zensur und den Schneideräumen der Wochenschau. Erst hier, am Schneidetisch, erfuhren die Aufnahmen durch Auswahl und Montage letztlich ihre vom Propagandaministerium befohlene politische Pointe. Erst am Schneidetisch wurde auch der Ton zugemischt. Und dies war in den seltensten Fällen Originalton. Waffen- und Motorengeräusche lagen als Konserven griffbereit im Regal, ebenso die Musik. Die aggressive Stimme des Kommentarsprechers interpretierte im Rahmen der offiziellen Sprachregelung die Bilder schließlich so, wie sie ankommen mussten. Und trotzdem wurde jede fertige Wochenschau-Ausgabe ein in vielfacher Hinsicht künstliches Produkt noch ein letztes Mal von Goebbels, oft auch noch von Hitler persönlich begutachtet, bevor sie in die Kinos kam. Unsere Wochenschau-Nummer hat die Zensur am 9. Juli 1941 passiert. Hauptthema ist zweifellos: Mann und Gerät funktionieren fabelhaft. Die Operationen im Osten nehmen an der ganzen Front ihren planmäßigen Verlauf. Die unterlegte Marschmusik stimuliert die Stimmung, vorwiegend heiter. Geradezu bilderbuchhaft wirkt hier gleich die erste Story der Wochenschau bei einer Aufklärungsstaffel an der Ostfront. Ein Nahaufklärer macht Luftaufnahmen vom Feind, die Bilder werden am Boden ausgewertet, Kampfflugzeuge steigen sogleich auf und vernichten das vom Nahaufklärer erkannte Ziel. So einfach wird's im Krieg gemacht. Das ist ein Rezept, das seit Kriegsausbruch dem deutschen Kinopublikum geläufig ist. Es ist genauso einfach, wie es aussieht, sagt der Kommentarsprecher noch in der letzten Kriegsausgabe der Deutschen Wochenschau vom März 1945 bei einer Einführung in das Panzerfaustschießen. Und man übt selbstverständlich Gewalt gegen Sachen. Nicht der Feind als solcher, sein Kampfgerät, seine Waffenschmieden, seine Anmarschwege werden vernichtet. Wenn vor den Augen der Kamera ein Panzer ausgeräuchert wird, entschuldigt sich der Kommentator. Die Besatzung wollte sich nicht ergeben. An dieser propagandistischen Tendenz gemessen war es weniger wichtig, ob alle Aufnahmen tatsächlich echt waren. Vor nachgestellten Aufnahmen hatte man im Propagandaministerium nie zurückgeschreckt. Dass zuweilen ganze Truppenteile nach gewonnener Schlacht die Szene für die Kamera noch einmal nachspielen mussten, ist anderweitig bezeugt. Gestellt ist in unserer Wochenschau offensichtlich eine ganze Reihe von Aufnahmen. So befindet sich die auf Sowjetpanzer zielende Pak ebenso wie der offenbar deckungslos filmende Kameramann wiederholt in verdächtiger Nähe zum Feind. Völlig geläufig ist in den Wochenschauen die Verfälschung an sich echter Filmteile verschiedener Herkunft durch Zusammenschnitt zu einem einheitlichen Vorgang. Der Abschuss eines Sowjetbombers ist in unserer Wochenschaunummer auf diese Weise aus Filmaufnahmen von verschiedenen Einsätzen zu einem einzigen zusammengeschnitten. Auch die Manipulation durch Auswahl gehört zu den wiederholt geübten Praktiken. In unserem Fall besonders deutlich bei der Darstellung des Untermenschen anhand vorgeblich typisch jüdischer oder asiatischer Physiognomien. Im Propagandafilm Der ewige Jude wurde diese Methode bei der Darstellung polnischer Juden zum ersten Mal massiv angewandt. Zum Feindbild Stereotyp Jude gehört schließlich die Schilderung des Blutterrors des Bolschewismus. Die Identität von jüdischer und kommunistischer Gefahr war vor allem die Leitidee des NS-Ideologen Alfred Rosenberg. Die Vorfälle im Lemberger Untersuchungsgefängnis im Spiegel unserer Wochenschau
Information oder Kampfmittel? Die Wochenschau weiß nichts vom Versuch ukrainischer Nationalisten, im Augenblick des russischen Rückzugs einen souveränen ukrainischen Staat zu bilden. Sie darf es nicht wissen, weil dieser Versuch der NS-Besatzungspolitik im Wege stand. Die ukrainische Regierung landete in deutschen Gefängnissen. Zeitgenössische Berichte der Sicherheitspolizei und des SD als Erfolgsmeldungen mit Vorsicht zu genießen, sprechen vom nicht näher definierten ukrainischen Aufstand gegen die Sowjets mit versuchter Gefangenenbefreiung am 25. Juni 1941 und einem russischen Vergeltungsschlag, dem 3.000 bis 4.000 Ukrainer zum Opfer gefallen seien. Die Sicherheitspolizei rühmt sich, nach dem deutschen Einmarsch etwa 7.000 Juden zur Vergeltung für die unmenschlichen Gräueltaten zusammengetrieben und erschossen zu haben. Die ukrainische Bevölkerung selbst habe in Lemberg etwa 1.000 Juden unter Misshandlungen zusammengetrieben und sie in das von der Wehrmacht besetzte Gefängnis eingeliefert. Und nur Letzteres hält die Wochenschau in 4 knappen Einstellungen von wenigen Sekunden fest. Das Spießrutenlaufen einzelner Männer durch die zuschlagende Menge. Die Funktion des Filmberichts wird deutlich. Dass deutsche Einsatzgruppen nach eigenen Zeugnissen für jeden von Bolschewisten und Juden ermordeten Ukrainer die doppelte Anzahl von Juden, insgesamt 7.000 Ermordeten, wagt die Wochenschau nicht zu erwähnen. Ja, selbst die antisemitischen Ausschreitungen der ukrainischen Bevölkerung darf sie nicht schildern, sondern allenfalls andeuten. Alibi-Funktion. Denn Mord begehen andere. Und die Identifikation des Zuschauers mit dem Geschehen bedarf eines zusätzlichen Vehikels, des Hammerschlags in Stalins Gesicht. Umso einfacher ist es, die Moral auf der eigenen Seite zu haben. Einstellungen von Ukrainern und Litauern, die den deutschen Befreiern zujubeln, stützen dieses Bild. Dass ihnen Himmlers Generalplan Ost eine Sklavenrolle im neuen Europa statt der erhofften Eigenstaatlichkeit zuwies, konnten die freundlich grüßenden Menschen am Straßenrand zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Ebenso wenig der deutsche Lanzer, dem die Wochenschau suggeriert, er habe sich schon jetzt gegen den bolschewistischen Weltfeind unvergängliche Verdienste um die Rettung Europas erworben. Und nun zur nächsten Sendung. 13 Folgen Soap hatten wir Ihnen vor einigen Monaten angekündigt, 12 haben wir schon gesendet, heute ist die 13. dran. Und dann machen wir vom 3. Programm der Nordkette erstmal Sommerpause. Ob es danach mehr Soap gibt, das liegt nicht zuletzt an Ihnen, liebe Zuschauer. Beim Sehen dieses Programms ist elterliche Umsicht geboten. Das ist die Geschichte zweier Schwestern, Jessica Tate und Mary Campbell. Jessica wohnt in einer Gegend, die man reich nennt. Sie liebt das Leben so, wie es ist. Das Einzige, was sie daran ändern würde, falls sie es könnte, wäre, eine Oper daraus zu machen. Die Tates haben übrigens mehr Geheimnisse als Geld. Wir nähern uns jetzt dem Haus von Mary Campbell. Auch Mary liebt das Leben. Unglücklicherweise wird diese Liebe nur mäßig erwidert. Wie Sie sehen, haben die Campbells nicht annähernd so viel Geld wie die Tates, obwohl sie genauso viele Geheimnisse besitzen. In der letzten Folge von Trautes Heim kehrte Jessica nach ihrem ersten Emanzipationsversuch zu Chester zurück, aber warnte, sie werde ihn für immer verlassen, wenn er sie noch einmal betrügen sollte. Danach wollte Jessica Corinne besuchen, aber Corinne war nicht da, nur Peter mit einer anderen Frau. Jessica drohte Peter wutentbrannt, sie werde ihn umbringen. Als Corinne etwas später nach Hause kam, fand sie Peter mit einer anderen Frau. Sie war so außer sich, dass sie in ein Motel zog, Pater Tim anrief und ihm sagte, sie würde Selbstmord begehen. Pater Tim eilte herbei, um herauszufinden, dass Corinne sich nicht umbringen wollte, sondern sich nur so fühlte. Wen sie wirklich umbringen wollte, war Peter. Und als Peter dann nach hartem Tagewerk unter der Dusche stand, wurde er, und das zu seiner eigenen Verwunderung, tatsächlich umgebracht. Sind Sie verwirrt? Nun, Sie werden es nicht mehr sein nach dieser Folge von Trautes Heim.
Diese Folge beginnt am Morgen, nachdem Bert konnte und Mary in Stimmung war. Das Leben ist nur eine Handvoll Kirschen. Es ist wunderbar.